Moin Schnuppis, schön euch zu sehen. In diesem Video stelle ich euch wieder 10 Dinge vor und diesmal wird's richtig cool. Mit dem zweiten Teil der 10-Dinge-Serie und ganz zu Beginn ein wichtiger Aufruf, der uns alle betrifft. Was richtig gut ankam, war die kleine Flasche, die legendäre Wasch- und was weiß ich nicht alles Flasche. So ihr Lieben, jetzt wird's spannend. Wir haben nicht eine von diesen Flaschen, sondern wir haben 3 von den Flaschen. Und das hat einen ganz besonderen Grund, denn eine Flasche benutzen wir für die Hände, für Geschirr, für was immer so anfällt. Ja? Und die andere Flasche benutzen wir für untenrum. Ja, für untenrum, wenn wir auf Toilette gehen. Wir waschen uns nach dem Toilettengang und das jedes Mal. Und hier ist auch mein Aufruf. Bitte, bitte hört auf, Taschentücher zu verwenden. Und der Aufruf geht insbesondere an viele Frauen. Ja, das ist jetzt auch nicht sexistisch oder irgendwie diskriminierend oder was auch immer. Nein, wir wissen alle, nach dem Pipi machen wird ein bisschen abgewischt. Das ist auch völlig in Ordnung und es ist auch völlig nachvollziehbar. Es sind auch die Jungs, es sind auch die Männer. Und diese Tücher bleiben dann liegen. Ich habe so viele Stellen gesehen, ich habe schöne Strände gesehen, ich habe die tollsten Orte gesehen in der Natur und überall liegen diese Tücher rum. Das sind Toilettenpapiertücher, das sind Feuchttücher, das ist noch schlimmer und das sieht einfach schlimm aus. Es sieht einfach furchtbar aus. Bitte, bitte, es betrifft uns alle. Haltet diese Erde, haltet die Strände, haltet die Natur einfach sauber. Nutzt ein bisschen Wasser. Macht ein bisschen Wasser ran. So. Und es ist einfach sauber. Ja? Nehmt ein kleines Handtuch mit, das habe ich euch im letzten Video schon vorgestellt. Oder es gibt auch so Stofftaschentücher. Ja? Die sind so groß, das sind quasi Mini-Handtücher. Nehmt es mit, nutzt Wasser, macht euch sauber und trocknet euch danach ab, fertig aus. Niemand braucht Toilettenpapier. Macht ein bisschen Wasser ran, somit seid ihr sauberer, als es jedes Toilettenpapier macht. Fragt euren Freund oder eure Freundin, ja? Heute Nacht oder morgen früh, ja, es ist sauberer, es ist einfach sauberer. Papier bringt überhaupt nichts und es schont die Umwelt und es sieht einfach auch viel, viel schöner aus, wenn da nichts liegt, ja, als nur ein bisschen Wasser. Und bevor es hier große Aufschrei gibt, es sind natürlich nicht nur Frauen, es sind auch die Jungs, es sind auch die Männer. So sind wir erzogen, so sind wir groß geworden, so sind wir konditioniert, wir nutzen einfach Toilettenpapier. Ich musste erst nach Indien fahren, um zu merken, totaler Quatsch, ja, es ist viel sauberer und viel effizienter, wenn ich Wasser nehme. Hört auf, Toilettenpapier oder Feuchttücher zu benutzen. Baut euch so eine Flasche, nehmt Wasser mit, alle sind glücklich. Bitte, haltet diese Umwelt sauber. Die Frage kam auf, wie ich die Löcher da rein bekomme. Und ein Zuschauer sagte, er würde das mit einem Akkuschrauber machen und verschiedenen kleinen Bohrern. Alles gar nicht notwendig. Ne? Das geht wie folgendermaßen. Natürlich kennt ihr mein Taschenmesser vom letzten Video. Und da habe ich das kleine Ding da dran. Ja, das Ding ist da dran und das eignet sich prima zum Löcher machen. Also, das ist die Kappe, das ist das Ding. So, ich halte die Kappe an meinen Finger. Ich drücke die Kappe an meinen Finger. Dann nehme ich das Taschenmesser, kleine Spitze und drehe das mit Gefühl. Mit Gefühl. Ja, nicht reinrammeln das Ding, das tut verdammt weh. Einfach mit Gefühl langsam drehen. Langsam drehen, langsam drehen. Und man spürt ja, wenn es dann durchkommt, hier, ja, das spürt man. So. Und schon ist das Loch drin. Ja, ja, kleine Löcher, große Löcher, je nachdem, das ist natürlich sehr, sehr variabel. Ja? Und das mache ich dann einmal ringsrum, einmal im Kreis und dann versetzt wieder im Kreis und versetzt wieder im Kreis. Und so kommen die Löcher da rein. Und da wären wir auch schon bei Punkt Nummer 1, Happy Culo. Wem das zu unbequem ist, es gibt was ganz, ganz Tolles und das nennt sich Happy Culo. Für alle, die es nicht wissen, Culo heißt im Spanischen Arsch. Popo, zusammengeschrieben heißt es dann glücklicher Popo, glücklicher Arsch. Das ist ein Aufsatz für ganz normale Wasserflaschen. Der ist hier konisch, damit er auch bloß auf alle möglichen Wasserflaschen drauf passt. Diesen kleinen Happy Culo, glücklicher Arsch, stülpe ich also auf eine Wasserflasche. Hier vorne so ein Loch. Und das Besondere an Happy Culo ist, das Wasser kommt nicht von vorne raus, sondern so, wenn ich mich jetzt hier hinhocke, kommt das also. Das Wasser kommt von unten an die gewünschte Stelle, ja, und alles ist sauber und alles sind froh. Happy Culo, glücklicher Popo, gar nicht so teuer. Link in der Beschreibung natürlich. Ja, das Schöne ist, hier kommt echt viel Wasser raus. Ja, wenn ich richtig drücke, so. Wo es sich besonders eignet ist, wenn ich auf eine ganz konventionelle Toilette gehe. Ja, da kann das schon mal ein bisschen unbequem sein, weil ich da nicht so richtig rankomme und so. Da habe ich nicht so richtig Platz. Da nehme ich Happy Culo. Aber geht natürlich auch in der Natur und geht überall, wo man Happy Culo verwenden möchte. Meine klare Empfehlung für mehr Sauberkeit. Glücklicher Popo, Arsch. Hack Nummer 2, der Autoschlüssel. Ja, sonst kannst du gar nicht fahren. Ein Ersatzschlüssel fürs Auto. Ja, wenn der weg ist,
war's das. Kannst du nach Hause fliegen, denn du startest dein Auto nicht mehr, ja, und kommst auch nicht mehr rein. Rein kommt man allerdings immer irgendwie. Da schlage ich die Scheibe ein, flex das Dach auf oder beauftrage einen ADAC, einen Mechaniker oder einen Autodieb, der mir irgendwie über den Weg läuft. Meine ganz klare Empfehlung, nehmt euch einen Zweitschlüssel mit. Versteckt den irgendwo. Ich habe den irgendwo versteckt, logischerweise. Wenn ich den mal verlieren sollte, ja, rein geht's immer. Zweitschlüssel in die Hand nehmen und weiterfahren. Nummer 3, ziemlich coole Sache. 3 ist ein Organizer. Den gibt es im ganzen Stück zu kaufen. Und den habe ich mir genommen, habe ihn zerschnitten und habe ihn in einzelne Fächer unterteilt. Und diese Fächer habe ich dann in meinem Bus angebracht. Sieht hier so aus. Ja, mal rein. So, da hier. Ja, das ist einer von denen. Da habe ich jetzt meine Seife zum Beispiel drin. Da ist eine Hundebürste, ein Hundehandtuch und ein anderes Stück. Das ist jetzt ein doppelter. Den habe ich dann da. Und da haben wir jetzt zum Beispiel unsere Sandalen da reingemacht. Überall, wo Holz ist, kann ich diese Dinger mega easy anbringen und ich kann die tollsten Sachen darin verstauen. Kommen wir da rein? Können wir da rein? Ja, da ist dann hier der andere Teil des Organizers. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr praktisch. Und hier habe ich noch was ganz Spezielles, und zwar ist das hier ein Rücksitz-Organizer. Ja, wie es der Name schon sagt, kommt das Ding an den Rücksitz des Autos. Und da können dann Sachen verstaut werden für die Leute, die hinten sitzen. Ich habe einfach einen Teil davon abgeschnitten und mit Tackern hier einfach an meine Holzwand angebracht. Eignet sich spitzenmäßig als Organizer. Zwar nicht für den Rücksitz, aber halt für den Innenraum meines Busses. Nummer 4. Eine Banane im Netz. Nee, Quatsch. Nummer 4 ist dieser Magnet. Unseren Obstbeutel. Das ist ein Obstbeutel, ja, und den haben wir an einen Magneten gehangen, weil das ziemlich gut funktioniert. Was auch immer da dran hängt, kann ich jetzt nehmen und kann das zum Beispiel auch raushängen, ja, damit das Obst ein bisschen frische Luft hat. So ein Magnet hält bis zu 63,5 Kilogramm. Ich nutze diese Magnete nicht nur für meinen Obstbeutel oder für meine Jacken innen, sondern auch für außen. Was ich damit schon angebracht habe an ein Auto ist ein Vordach bzw. ein Sonnenschutz oder Tarp oder wie auch immer du das nennst. Ja? 1, 2, auf der Seite, Plane, Tarp oder was auch immer rangehangen und fertig ist die Laube, fertig ist das Vordach. Ja? Wie gesagt, 63,5 Kilo. Klar, bei Windstärken von 5872 hält das nicht mehr. Aber wenn es windstill ist, so wie heute und überhaupt, dann geht das super. Wir können auch 3 oder 4 von den Dingern nehmen. Hält wirklich gut. Wenn ich jetzt nicht alles mit Holz verkleidet habe, ich habe hier zum Beispiel Filz genommen und unter dem Filz ist das gute alte Blech des Autos. Das heißt, ich kann diese Häken auch für innen nehmen und hier dann meinen Obstbeutel ranhängen. Ja, also der hält da wirklich einiges. Ne? All unser Obst ist da drin und dieses Teil hält das. Seht ihr, ich ziehe da dran. Schau dir meine Muster. Meine ganz klare Empfehlung. Super, mega heftige Magnete. Wem diese Magnete viel zu groß sind, der holt sich einfach ein paar kleine Magnete. Dann habe ich diese hier. Ich kann damit ganz witzige Figuren bauen. Ich kann sie aber auch für ganz praktische Dinge verwenden. Für was ich diese kleinen Magnete verwende, ist Folgendes. Und zwar so, mein Auto hat wie gesagt innen noch ein bisschen Blech, darunter ist Blech und ich habe jetzt zum Beispiel hier meine Polaroid-Fotos und diese Polaroid-Fotos befestige ich dann hier mit diesen Magneten. Ja, das geht auch mit Notizzetteln. Ja, ich habe hier meinen Notizzettel und der kommt dann einfach hier ran. Und das ist wirklich praktisch. Und es gibt noch einen Magneten, den zeige ich euch. Kommt mal mit vor. So, diese Magneten, die kann ich hier abschrauben und einschrauben und da ist auch so ein Haken dran. Hält nicht ganz 63 Kilo, aber auch ganz ordentlich. Kann ich auch hier außen anbringen, wenn ihr irgendwas ranhängt zum Beispiel. Was an diesem Magneten toll ist, der passt genau in den Zigarettenanzünder. Ja? Und wer jetzt irgendwas sich da was reinhängen will da vorne, passt genau da rein. Und wer da jetzt nichts drin hat im Zigarettenanzünder, weil er einfach das Kettenrauchen aufgegeben hat, der holt sich so ein Teil und steckt es da rein. Magnete fürs Auto kannst du immer gebrauchen. Ha! Wo sind wir? Nummer 6, ne? Ich glaube Nummer 5. Nummer 5. Eine ziemlich geile Sache und ich habe davon mindestens 4, 5 oder 6, ich weiß gar nicht, die sind überall. Das ist ein LED-Bewegungsmelder. Ja? Wie von Zauberhand geht das Licht an. Sieht so nicht original aus. Sieht so
original aus. Das habe ich dran gemacht, damit das Licht einfach ein bisschen freundlicher ist. Die gelbe Folie sind Hundekotbeutel meines Hundes. Ja, eignen sich wirklich perfekt, erzeugen ein ideales Licht, wie wir finden. Einfach ausgeschnitten und mit Tesaband darum geklebt. Denn das Licht ist magisch und geht automatisch an, aber es ist sehr kalt und ein bisschen ungemütlich. Deshalb habe ich da einfach ein Stück von diesem Hundekackebeutel da rausgeschnitten, das drum geklebt und seitdem ist das Licht super angenehm. Es geht permanent an oder auf Auto, dann ist es ein ganz normales Bewegungslicht. Sobald ich die Tür öffne, geht das Licht an, logischerweise. Hat nicht so eine große Reichweite, ungefähr 1 Meter oder 1,50 Meter. Das heißt, ich kann das hier ständig auf Auto lassen. Es ist im Eingangsbereich. Es geht wirklich nur an, wenn ich die Tür aufmache. Wenn ich da hinten sitze, ja, in meinem Bus, dann passiert da gar nichts. Ja. Also es ist wirklich, wirklich ideal. Es ist empfindlich genug, dass es funktioniert, aber nicht zu empfindlich. Die Dinge habe ich überall, denn die gehen auch als Schranklicht. Ne? Hier zum Beispiel, ja, habe ich meinen alles drin Schrank und da lege ich einfach das Licht rein. Ich lege das da einfach rein und sobald es dunkel ist, funktioniert es. Also jetzt ist es auf Auto und es funktioniert nicht. Das geht erst, wenn es dunkel ist. Wenn es kein Umgebungslicht mehr gibt, dann sind sie aktiviert. Ja. Und genau, lege ich da einfach rein und wenn ich heute Abend den Schrank aufmache, dann ist da wie im Kühlschrank Licht drin. Ja. Und wenn ich es zumache, ist das Licht wieder aus. Kommt mal mit. Eins habe ich auch im Handschuhfach, weil da normalerweise auch kein Licht ist, also nicht bei den alten Autos. Ja, sobald ich das Handschuhfach öffne, ist dementsprechend Licht drin. Ja. Und so kann man diese Lichter im ganzen Raum verteilen, wo auch immer man Licht braucht. Würde auch hier gehen zum Beispiel, wenn ich jetzt abends irgendwas suche oder so. Also, oder hier in der Kühlbox. Hier in der Kühlbox, da ist meistens auch sehr dunkel drin. Ein ganz, ganz tolles Tool, ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel, worauf ich nicht mehr verzichten möchte. Tja, und wo wir gerade bei Licht sind, Nummer 6 ist ganz wichtig. Ja, ihr werdet lachen, ist nicht so ein Lifehack, aber absolut notwendig. Mitkommen. Es ist eine Lichterkette. Ja, es ist eine Lichterkette. Die habe ich hier installiert. Ihr seht jetzt natürlich nicht so viel. Ja. Am meisten macht so eine Lichterkette Sinn, wenn es dunkel ist, also in der Nacht. So eine Lichterkette verteilt das Licht ideal im Raum. Also es ist nicht nur gemütlich, sondern man hat eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Es gibt verschiedene Varianten. Ich habe hier eine Variante mit 3 AA-Batterien. Kann man machen. In meinem alten Auto in der Feuerwehr, viele kennen es vielleicht, hatte ich eine andere Lichterkette. Die läuft ganz normal über USB. Die kann ich dann über eine Powerbank oder einen USB-Anschluss anschließen und brauche dafür nicht Batterien zu verwenden, denn ja, ihr wisst es, schlecht für die Umwelt. Ja, es sei denn meinen Akkus, aber auch die sind irgendwie blöd. Eine Lichterkette gehört in jeden Bus, in jeden Van, in jeden LKW, in jeden was auch immer. Ja. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, sag mal, wie hat ihr eigentlich die Lichterkette da angebracht und diese Organizer und das ganze Zeug? Ja, ganz einfach. Mit einem Akkutacker. Ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Und ich bin so froh, dass ich es dabei habe. Die meisten Vans sind mit Holz innen verkleidet, weil es einfach toll ist, schön aussieht, gut riecht und was auch immer. So, und in so ein Holz bekomme ich natürlich so einen Tacker rein. Das heißt, diese Lichterkette hatte ich in 3 Minuten angebracht. Ne? Zack, Lichterkette. Zack, ja. Ich könnte jetzt auch das Polaroid nehmen. Ja. Und da an die Wand machen. Ja, und meine ganze Decke und meine ganze Wand, alles mit Polaroids voll tackern. Ich brauche diesen Tacker wirklich immer wieder. Ne? Ich habe die Organizer so angebracht, ich habe die Lichterkette so angebracht und ich bringe eigentlich sämtliche Sachen, ja, ich bringe alles bei dem Akkutacker an. Für mich eine ganz klare Empfehlung, die sind gar nicht so teuer, die sind auch nicht schwer, die sind auch nicht groß, die passen in jede Kiste. Lasst euch nicht beeindrucken von diesen vielen negativen Rezessionen. Der Tacker hat echt ganz, ganz viele schlechte Bewertungen bekommen von Menschen, die nicht wissen, ja, wie man es bedient, sag ich mal so. Ja. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und eine gewisse Feinmotorik besitzt, dann funktioniert dieser Akkutacker wirklich bestens. Toller Tacker, ja, Double T. Ich kann es bestätigen, habe das Ding seit einem Jahr und ich brauche es wirklich immer wieder. Ich fahre nicht mehr ohne los. Nicht ohne meinen Tacker. Nummer 8 habe ich auch immer mit dabei. Das ist Klettklebeband. Ganz normales Klebeband. Ein Teil kommt natürlich auf den Untergrund und der andere Teil auf den Gegenstand, den ihr anbringen möchtet, logischerweise. Beispielsweise habe ich so ein Klebeband an mein Smartphone angebracht. Und zwar, das Smartphone hat eine Hülle und an diese Hülle habe ich so ein Klettklebeband angebracht. Da ich immer nicht richtig weiß, wo ich mein Handy abends hinlegen soll. Und wenn ich dann so abends im Bett liege, dann habe ich hier die Gegenseite des Klettklebebands angebracht. Und wenn ich zu Bett gehe, dann klebe ich einfach mein Handy
da oben ran. Und wenn ich morgens aufwache, dann muss ich nicht großartig mein Handy suchen, weil ich muss ja die Sucht befriedigen. Nein, ich öffne die Augen, mein Handy ist direkt vor mir. Zack, 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 zack. Und alles ist gecheckt. Hält bombenfest. Also wer jetzt Angst hat, das Ding fliegt dir ins Gesicht oder so, es wird nicht geschehen. Das schafft sie nicht. Ne? Die Gravitation ist zwar eine der 5 großen Mächte im Universum, aber das schafft sie nicht. Mein Smartphone mir ins Gesicht zu hauen, das kriegt sie noch nicht hin. Ne? Da müsste ich einfach viel zu lange hier liegen. Und wer jetzt noch Angst hat, dass das Smartphone einen in den Schneidezahn eines Nachts herausschlägt, der kann das natürlich auch einfach hier an die Wand anbringen. Es muss ja nicht da sein, sondern der kann es auch einfach da an die Wand rankletten. Ja? Einfach Klebeband genommen, da rangeklebt und ja, abends so einfach, zack, Handy da rangeklebt, fertig. Ja, und morgens Smartphone! Powerbanks. Ich habe hier im Bus Powerbanks verteilt. Da zum Beispiel. Das ist eine 20.000 Milliampere Powerbank. Ich habe noch 10.000 und die habe ich überverteilt und so. Und die kann ich mitnehmen. Ich kann sie aber auch einfach so hier anbringen. Und dazu benutze ich dieses Klebeband. Wenn das Klebeband mal nicht halten sollte, weil ich habe hier zum Beispiel einen Holzuntergrund, da hält es nicht immer optimal. Und wenn es nicht halten sollte, dann nehme ich den Tacker. Ganz genau. Ja, sieht dann so aus. Habe ich dann da festgetackert. Ich habe in meinem alten Van zum Beispiel Geschirr, meinen Teller zum Beispiel, einfach an die Wand geklebt. Ne? Auf dem Teller das eine Stück und an die Wand das andere Stück. Und so habe ich dann mein Geschirr an den Wänden verteilt. Hat super funktioniert, hat super gehalten. Klettklebeband, kannst du immer gebrauchen. Ja, und Nummer 9 sind besagte Powerbanks. Ich habe jetzt nicht im ganzen Bus USB-Steckplätze verteilt, aber hochwertige Powerbanks. Ja, die kann ich überall mit hinnehmen. Die gehen auf größere Wanderungen oder was auch immer. Und da nehme ich immer eine Powerbank mit. Und wenn ich sie nicht brauche, da liegt sie nur blöd rum im Rucksack. Also klebe ich mir da irgendwo ran und kann jederzeit mein Handy laden. Wenn ich draußen was mache, dann nehme ich diese Powerbank und hängen sie einfach daran. Manchmal frühstücke ich hier, dann habe ich einfach meinen Strom genau hier. Ganz witzig, die Powerbanks von Anker werden in solchen kleinen Säckchen geliefert. Diese Säckchen, die haben so Löcher. Ja? Und da haben wir reingemacht Lavendel. Das heißt, die kleinen Säckchen, die da mitgeliefert werden, die verwenden wir als Duftsäckchen. Machen wir voll mit Lavendel oder was auch immer gut riecht und hängen uns das Teil in den Bus und es riecht super schön nach Lavendel. Numero 10. Gar nicht so ein Lifehack, aber wie ich festgestellt habe auf meinen Reisen, irgendwie nützlich. Und zwar da. Es ist ein WLAN-Router, es ist ein mobiler WLAN-Router. Jetzt könnte man sagen, ja, du kannst auch den Hotspot nehmen vom Handy und so, bla bla bla. Ja, kannst du machen. Ja? Allerdings, ich fand das ziemlich nervig. Denn wenn ich jetzt viel auf Reisen bin, wir reisen jetzt durch Spanien und durch Portugal und durch Italien und jedes Mal muss ich dann diese SIM-Karte rausmachen und die Daten-SIM rein. Ja? Und das heißt, wenn ich Anrufe tätigen möchte, ich muss jedes Mal die SIM-Karte wechseln. Und das nervt auch. Ja? Deshalb haben wir uns einen mobilen WLAN-Router zugelegt. Ja, unser eigenes WLAN sozusagen, der hängt dann irgendwo und ich muss nie wieder SIM-Karten tauschen. Ja, ich habe das jetzt 2 Jahre lang gemacht, ohne WLAN-Router, habe aber festgestellt, es ist viel entspannter mit WLAN-Router. Die kosten gar nicht so viel. Ich habe mir sagen lassen, solche mobilen Lösungen gibt es für 500 €. Antennen, die man auf den Bus installiert etc. Brauche ich alles gar nicht. Das Ding funktioniert wirklich super. Wir haben das jetzt ausgiebig getestet, kostet um die, weiß ich nicht, 70, 80 €. Ihr braucht wirklich nicht mehr. Link in der Beschreibung von Huawei. Yes. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann like and share. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen, ihr könnt was gebrauchen. Ja, benutzt die Links in der Beschreibung. Das hilft dem Van Vagabond Projekt. Wenn ihr Tipps habt, was nehmt ihr so mit auf Reisen? Ohne was könnt ihr nicht leben? Was ist unbedingt notwendig? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt zu den Dingen, die ich so benutze. Wenn euch noch Dinge einfallen sollten, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es wird einen 3. Teil geben. Ich habe noch so viel anderen Scheiß zu vorstellen. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht belabern. Bleibt gesund und standhaft. Bis bald. Hasta luego und tschüss.